Hallo und willkommen zurück zum YouTube-Kanal von Denkfehler Online. Dies hier ist der Begleitkanal zur Website mit dem gleichen Namen. Das Ziel dieses Kanals ist es, eine Sammlung von Erklärvideos zu wichtigen Themen rund um Denkfehler bereitzustellen. Dieses Video hier ist quasi ein Bonus zur kleinen Reihe über Mehrdeutigkeit. Wir schauen hier etwas genauer auf einen spezifischen mehrdeutigen Begriff. Und zwar den der Wahrheit und wie es kommt, dass es unterschiedliche Wahrheiten geben kann. Das Thema dieses Videos war eigentlich als Beispiel für den sogenannten Turm- und Wall-Fehler vorgesehen, welcher im letzten Video besprochen wurde. Bei den Recherchen hierzu wurde aber schnell klar, dass dieses Thema viel zu komplex ist, um es in ein paar Sätzen schnell abzuhandeln. Deswegen wurde hier nun ein eigenes Video daraus. Es geht hier also um eine spezifische Form von Mehrdeutigkeit, nämlich wie verschiedene Definitionen dessen, was man als Wahrheit ansieht, zu Turm- und Wall-Fehlern führen können. Deswegen auch kurz zur Erinnerung, als Turm- und Wall-Fehler bezeichnen wir eine Form von Denk- oder Argumentationsfehler, der darin besteht, dass ähnliche und leicht zu verwechselnde Positionen so verwendet werden, dass diese nicht mehr unterschieden werden können. Es geht hier also darum, wie verschiedene Bedeutungen des Begriffs Wahrheit so miteinander vermengt werden, dass die Unterschiede zwischen diesen nicht mehr erkennbar sind. Oder um genauer zu sein, es geht hier darum, zu zeigen, wie ein auf den ersten Blick doch so einleuchtend klarer Begriff wie der Wahrheit doch ganz unterschiedliche Dinge bezeichnen kann. Dazu gleich mal vorweg ein wichtiger Hinweis: Auch in dieser längeren Form kann dieses sehr komplexe Thema nur sehr oberflächlich angerissen werden. Wer sich dafür interessiert, der findet auf den üblichen Websites eine Menge tiefergehende Informationen. Insbesondere kann ich den deutschen Wikipedia-Artikel zum Thema Wahrheit sehr für einen etwas tieferen Einstieg empfehlen. Und wie so oft ist auch hier die Stanford Encyclopedia of Philosophy eine sehr empfehlenswerte Informationsquelle, dann aber natürlich auf Englisch. Dasselbe gilt auch für den recht ausführlichen Artikel auf der Internet Encyclopedia of Philosophy, der auch sehr lesenswert ist. Wem das nicht genug ist, der findet auf diesen Sites dann auch Verweise auf weiterführende Literatur. Nicht zu vergessen auch meine eigene Website. Auf Denkfehler Online gibt es zu vielen Stichworten verständlich geschriebene, weiterführende Artikel. Dieses Video beruht übrigens auf einem Essay mit dem Titel Mehrdeutigkeit im Wahrheitsbegriff, welcher auch auf der Website zu finden ist, falls das mal jemand nachlesen möchte. Da dies den Abschluss einer kleinen Serie zum Thema Mehrdeutigkeit bildet, ist es empfehlenswert, sich auch die anderen Videos anzuschauen. Im Prinzip sollte dieses Video aber auch ohne diese verständlich sein. Deswegen hier ganz kurz eine Zusammenfassung von einigen Themen, die schon in den anderen Videos besprochen wurden. Im ersten Teil haben wir über Äquivokation gesprochen, also Situationen, in denen ein Wort oder Begriff in verschiedenen Bedeutungen benutzt wird. Zum Beispiel hatten wir das Wort Pferd, das sich sowohl auf die Reittiere beziehen kann, als auch auf die Schachfiguren oder auch auf die Sportgeräte oder noch vieles mehr. Im zweiten Teil ging es unter anderem um Kontextualität, also dass die Bedeutung eines Ausdruckes vom jeweiligen Zusammenhang abhängig ist. Im einfachsten Fall bietet etwa der Satzzusammenhang einen solchen Kontext. Wir verstehen aus dem Zusammenhang, meistens zumindest, dass das Wort Pferd in der Aussage Pferd schlägt Turm etwas anderes bezeichnet, als wenn man sagt, das Pferd steht auf der Koppel. Man nennt einen solchen Schluss auf das wahrscheinlichste Ergebnis eine Abduktion. Und bei allen Problemen, die bei solchen Schlüssen auftreten können, meistens, kommt man so dann doch auf das richtige Ergebnis. Außer man hat eine solche surrealistische Situation wie in dieser Bildkomposition hier, deren Witz aber ja gerade darin liegt, dass hier eine andere Art von Pferden auf der Koppel steht, als man es wohl erwartet hätte. Aber die Kontextualität ist nicht auf den Satzzusammenhang beschränkt. Auch die Situation, der Redner bzw. die Rednerin kann einen solchen Kontext herstellen. Oder das allgemeine Thema, über das gesprochen wird. Wir werden später noch einmal darauf zurückkommen. Das ist alles schön und gut, solange wir über konkrete Dinge wie eben Pferde sprechen. Schwieriger wird es bei abstrakten Begriffen. Wir haben als Beispiel den Begriff Mensch betrachtet und ein Beispiel gesehen, in dem sich dieser Begriff einmal auf die Gattung Mensch an sich bezog und einmal auf die Mitglieder dieser Gattung Mensch, was also zwei verschiedene Abstraktionsebenen betrifft.
In dem Beispiel kam auch noch eine spezifische Person vor, nämlich Sokrates, von dem ich leider kein Foto habe, daher hier das Bild einer Skulptur, welche ihn darstellen soll. Wem der Unterschied zwischen den ersten beiden Bedeutungen nicht ganz klar ist, der ist übrigens in guter Gesellschaft. Das Beispiel, das wir besprochen haben, hat auch Philosophen über Jahrhunderte beschäftigt. Daher ein weiteres Beispiel. Das Adjektiv gut bezieht sich auch auf etwas Abstraktes, nämlich auf eine Eigenschaft oder eine Reihe von Eigenschaften, welche ein Ding oder ein Sachverhalt haben kann. Dies ist so abstrakt, dass mir noch nicht einmal ein Bild einfällt, welches die Eigenschaft gut auf irgendeine Weise repräsentieren könnte. Deswegen nehmen wir stattdessen einmal diese Mengensymbole hier. Diese repräsentieren die verschiedenen Begriffsmengen, welche mit dem Begriff gut bezeichnet werden können. In dem Beispiel ging es dazu um die Frage, was eigentlich ein guter Autofahrer ist. Also ob das jemanden bezeichnet, der am schnellsten fährt, oder den, der am sichersten unterwegs ist, wer am umweltschonendsten fährt oder was auch immer. Ohne dies aber genau zu definieren, lässt sich die Frage, ob jemand ein guter oder überdurchschnittlicher Autofahrer ist, wie viele das angeblich von sich selbst behaupten, nicht wirklich beantworten. Das bringt uns zum dritten Teil der Serie, in dem es unter anderem um den schon erwähnten Turm- und Wahlfehler ging. Einen Denk- und Argumentationsfehler, bei dem eine Mehrdeutigkeit zu einer Verwechslung von Positionen führt. Dies wird meistens als eine Form von unfairer rhetorischer Praxis verstanden und es ist auch tatsächlich weit verbreitet, dies zur Verwirrung des Publikums oder eines Gegenredners einzusetzen. Aber man sollte es ebenso sehr als Denkfehler ansehen, denn würde die Mehrdeutigkeit erkannt, würde dieses Spiel nicht funktionieren. Als Beispiel hatten wir die Begriffe Naturheilkunde und Homöopathie, die von Vertretern des Letzteren gerne so gebraucht werden, als seien sie austauschbar. Wie gesagt, mehr dazu in den anderen Videos dieser Reihe, hier nur ein kleiner Spoiler, sind sie nicht. In diesem Video geht es schließlich um einen anderen Begriff, der sich für solche Turm- und Wallverwechslungen geradezu anbietet. Und zwar der Begriff Wahrheit. Oder anders gesagt, woran machen wir es eigentlich fest, ob eine Aussage wahr ist oder nicht? Interessant ist das vor allem, weil an diesem Konzept auch noch viele andere dranhängen. Neben Begriffen wie richtig und falsch auch die Frage, wann ist etwas eine Lüge und wann haben wir einen Beweis oder eine Tatsache. Im etwas weiteren Sinne ist auch unser grundsätzliches Verständnis von Wissen davon abhängig. Die gängige epistemologische Definition von Wissen ist eine wahre und begründete Meinung. Auch die Frage, wie wir Realität interpretieren und was wir als wirklich ansehen, hängt davon ab, was als wahr angesehen wird. Das klingt alles erst einmal sehr abstrakt, aber man findet im aktuellen politischen oder sozialen Diskurs eigentlich immer Beispiele, wo ein Konflikt im Wesentlichen um die Frage geht, was denn eigentlich mit wahr gemeint ist. Man denke an Kampfbegriffe wie Lügenpresse oder alternative Fakten. Oder an verschiedene Verschwörungsmythen, übrigens unabhängig von den politischen Lagern, die sie jeweils verbreiten. Auch diese basieren gewöhnlich auf unterschiedlichen Interpretationen davon, was denn eigentlich unter Wahrheit zu verstehen ist. Kurz gesagt, Wahrheit ist ein wichtiger Begriff und wie wir diesen Begriff verstehen, hat große Auswirkungen darauf, wie wir die Welt verstehen. Soweit die Einführung. Schauen wir uns den Begriff einmal etwas näher an. Die vorher schon genannten Quellen listen Dutzende verschiedene Definitionen für den Begriff Wahrheit auf. Viel zu viele, um sie hier alle im Detail zu besprechen. Ganz grob lassen sich diese aber in 3 Gruppen einteilen, die wir recht gut miteinander vergleichen können. Wir bezeichnen diese Gruppen hier als Korrespondenz, Kohärenz und Konsenswahrheiten. Wie schon vorher gesagt, man sollte im Hinterkopf behalten, dass dies eine recht grobe Vereinfachung darstellt. Die meisten gebräuchlichen Wahrheitsdefinitionen lassen sich auch besser als verschiedene Kombinationen dieser Aspekte erklären. Trotzdem ist diese Unterteilung wohl ein guter Ansatz, um die Unterschiede deutlich zu machen. Schauen wir uns diese also jeweils einmal im Detail an. Die einfachste Weise, zu einer Form von Wahrheit zu kommen, ist es zu fragen, ob eine Aussage die Wirklichkeit widerspiegelt. Mit anderen Worten, ob sie mit der Realität korrespondiert. Wir sprechen daher bei solchen Definitionen von Korrespondenztheorien. Um das mit einem Beispiel zu erklären: Die Aussage, der Himmel ist blau, ist genau dann wahr, wenn der Himmel tatsächlich blau ist.
Das ist ein guter Ansatz, wenn wir die Tatsache in der Realität unmittelbar überprüfen können, etwa durch einen Blick aus dem Fenster. Man spricht in diesem Fall von einer empirischen Verifikation, ein Begriff, der uns noch mehrfach begegnen wird. Die meisten Menschen würden, wenn man sie fragt, das auch als ihre persönliche Definition angeben. Selbstverständlich ist etwas nur dann wahr, wenn es auch in der Realität so ist. Dies wird manchmal auch als naive Definition von Wahrheit beschrieben. Der Ausdruck naiv ist dabei wohl abwertend gemeint, was aber nicht angemessen ist, denn dieser Ansatz ist gerade auch in den Naturwissenschaften sehr weit verbreitet. Etwa in der Geologie. Granit ist härter als Sandstein, ist eine wahre Aussage, wenn man den Härtegrad beider Materialien messen kann und dabei findet, dass der Granit tatsächlich das härtere der beiden Materialien ist. Auch hier gilt, die Aussage ist wahr, wenn sie sich empirisch verifizieren lässt oder anders gesagt, wenn sie mit der Realität korrespondiert. Oder in der Biologie. Zebras sind die bevorzugten Beutetiere von Löwen, gilt dann als wahr, wenn Beobachtungen zeigen, dass Löwen in der Tat Zebras als Beute bevorzugen. Was machen wir aber, wenn man ein Phänomen nicht direkt beobachten kann? Nehmen wir einmal die Aussage, das Universum hat vor 13,8 Milliarden Jahren mit einem Urknall begonnen. Da wir leider keine Wissenschaftler in die Vergangenheit schicken können, um sich das mal anzuschauen, müssen wir für solche Fragen auf einen anderen Ansatz setzen. Das führt uns zur zweiten Gruppe von Wahrheitsdefinitionen, die wir hier als Kohärenzwahrheiten zusammenfassen. Als Kohärenztheorie bezeichnet man eine Wahrheitsdefinition, nach der eine Aussage dann wahr ist, wenn sie sich möglichst widerspruchsfrei in ein etabliertes Aussagensystem einfügen lässt. Wenn sie also mit dem Aussagensystem kohärent ist. Ich illustriere das hier einmal mit einem Puzzleteil, das in ein bestehendes Puzzle eingefügt wird. Das mag dem einen oder anderen erstmal als wenig sinnvoll erscheinen, denn hierbei fehlt ja erst einmal der Bezug zur Realität. Tatsächlich benutzen wir solche Ansätze aber ganz regelmäßig. Zum Beispiel ist die Mathematik weitestgehend auf solchen Kohärenzwahrheiten aufgebaut und nicht auf Korrespondenz mit der Realität. Bevor die Freunde der Mathematik hier laut aufschreien, muss ich kurz eine Erklärung einschieben. Selbstverständlich gibt es auch in der Mathematik Bereiche, wo der Wahrheitsgehalt durch die Korrespondenz mit der Realität bestimmt wird. Nur als Beispiel, die Addition beschreibt ein Phänomen, das jeder leicht in der Realität beobachten kann. Hat man zum Beispiel 3 Äpfel und bekommt man 2 dazu, hat man 5 Äpfel. Isst man einen davon auf, mathematisch ausgedrückt -1, bleiben 4 übrig und so weiter. Aber wenn man diese Idee etwas weiterspinnt, kommt man auch schnell zu einem guten Beispiel dafür, welches zeigt, wie schnell dieser Ansatz an seine Grenzen stößt. So wurden in der Natur noch niemals negative Äpfel gesichtet, die man bräuchte, um damit negative Zahlen zu verifizieren. Man kann das so formulieren, dass man zum Beispiel jemandem 2 Äpfel schuldet, aber auch geschuldete Äpfel sind eher ein abstraktes Konzept und nicht wirklich Objekte, welche man in der physischen Welt zu sehen bekommt. Auch viele andere mathematische Konzepte lassen sich nur noch sehr bedingt durch Beobachtung der Realität erklären. Wir werden gleich ein paar davon besprechen. Aber erst einmal wieder zurück zur Kohärenzwahrheit in der Mathematik. Eine mathematische Aussage gilt also als wahr oder als bewiesen, wenn sie sich widerspruchsfrei in das System Mathematik eingliedern lässt. Hier haben wir zum Beispiel eine solche mathematische Aussage. Sie lautet, die Quadratwurzel aus der Zahl 2 kann nicht durch einen Bruch aus 2 beliebigen natürlichen Zahlen dargestellt werden. Mit anderen Worten, die Wurzel aus 2 ist eine irrationale Zahl. Der Beweis dafür ist übrigens einer der ältesten noch bekannten mathematischen Beweise. Der Ursprung ist nicht völlig geklärt, sicher ist aber, dass dieser bereits im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bekannt war. Es würde hier zu weit führen, diesen Beweis im Detail zu besprechen. Kurz gesagt beruht er darauf, dass die gegenteilige Aussage, also die Annahme, dass die Wurzel aus 2 irgendwie als Bruchzahl darstellbar wäre, zu einem Widerspruch mit dem Rest der Mathematik führen würde. Es handelt sich also um ein frühes Beispiel für einen Widerspruchsbeweis. Wichtig für uns, die Eigenschaft als irrationale Zahl ergibt sich aus der Kohärenz mit dem Aussagensystem, also der Mathematik, und nicht aus einer Korrespondenz mit der Realität. Um diesen Unterschied zu erklären, schauen wir uns auch hier einmal ein Beispiel an. Nehmen wir an, wir haben zum Beispiel einen Tisch, der genau 1 Meter Kantenlänge hat. Uns interessiert, was misst die Diagonale dieses Tisches.
Wie wir sicher noch alle aus der Schulzeit wissen, entspricht die Diagonale hier der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks und die Tischseiten den Katheten. Nach Pythagoras entspricht demnach das Hypotenusenquadrat der Summe der beiden Kathetenquadrate. Entsprechend ist die Diagonale selbst die Wurzel daraus. 1 zum Quadrat ist schnell berechnet, 1 mal 1 ist 1. Die beiden Kathetenquadrate sind also jeweils genauso groß wie der Tisch selbst, nämlich 1 Quadratmeter. Zählen wir diese beiden zusammen, 1 plus 1 ist bekanntlich 2, das Hypotenusenquadrat wäre also 2 Quadratmeter groß. Die Diagonale entspricht demnach der Quadratwurzel aus dieser Zahl, also der Wurzel aus 2. Das heißt etwa 1,414213 und so weiter. Wenn man die Wurzel aus 2 ausschreibt, kommt man auf eine Zahl mit ganz vielen Nachkommastellen, sehr vielen, unendlich vielen, um genau zu sein. Diese Zahl kann man nicht als Bruch darstellen. Es handelt sich um eine irrationale Zahl, wie das schon eben gezeigt wurde. Was aber, wenn wir uns nicht auf die Mathematik verlassen wollen, sondern selber nachmessen? Wenn wir stattdessen die Diagonale dieses Tisches einfach nachmessen, kommen wir auf 1 Meter und 41 Zentimeter. Wenn wir sehr genau messen und der Tisch sehr genau gearbeitet wurde, vielleicht sogar auf 1 Meter, 41 Zentimeter und 4 Millimeter. Mit modernen Mitteln und bei einem sehr genau gearbeiteten Tisch finden wir sogar, dass er noch 213 Mikrometer länger ist. Also ich würde meinen Hut ziehen vor dem Tischler, der so genau arbeitet, aber in anderen Gewerben wird schon mal mit Mikrometergenauigkeit gearbeitet, also machen wir das auch. Nehmen wir also diese Maßzahl in Mikrometer und schreiben sie über einen Bruch und eine 1 mit vielen Nullen darunter. Das ist eindeutig eine Bruchzahl. Was wir hier haben, ist eine rationale Zahl, keine irrationale. Und das ist nicht einfach eine Frage der Genauigkeit. Wir könnten bis auf ein Atom genau messen, sogar bis zu einer Plancklänge genau. Und das Quadrat könnte auch beliebig groß sein. Wir könnten ja auch den Abstand zwischen Galaxien im Universum messen. In jedem Fall erhalten wir aber eine Zahl mit einer endlichen Folge an Ziffern, die wir oben in den Zähler schreiben können, und mit einer passenden Zahl im Nenner haben wir wieder eine rationale Zahl. Anders gesagt, die irrationale Zahl, die wir zuvor beschrieben haben, ist eine Eigenschaft des formellen Systems, das wir benutzen, also der Mathematik, und nicht etwas, was wir durch Beobachtung der Realität erhalten können. Aber bevor die Mathematiker hier wieder auf die Barrikaden gehen, das ganze Thema ist natürlich sehr viel komplizierter, als es hier in ein paar Sätzen zusammengefasst werden kann. Und es ist auch eine Diskussion, die immer wieder zum Teil sehr hitzigen Debatten in der Mathematik selbst geführt hat. Ich erwähne deshalb nur ein paar Stichworte. Mathematischer Formalismus, Platonismus und Intuitionismus sind jeweils gute Suchbegriffe, wenn man in das Thema tiefer einsteigen möchte. Was für uns hier wichtig ist, betrachtet man das Problem auf Grundlage der Korrespondenz mit der Realität, kommt man zu einem anderen Ergebnis, als wenn man Kohärenz mit einem Aussagesystem als Ausgangspunkt nimmt. Welcher der beiden Ansätze richtiger ist, hängt wieder mal vom Kontext ab. Ein Tischler hat hier andere Ansprüche als ein Mathematiker. Das wird deutlicher, wenn wir einen Blick auf eine Wissenschaft werfen, in der diese beiden Ansätze nebeneinander existieren, nämlich in der Physik. Dies ist nach eigenem Verständnis eine Naturwissenschaft, das heißt, sie erklärt die Realität und verlangt nach einem Ansatz, Aussagen nach ihrer Korrespondenz mit der Realität zu bewerten. Gleichzeitig ist wohl kaum eine andere wissenschaftliche Disziplin so sehr auf Mathematik fundiert, wie es die Physik ist. Und diese wiederum ist, wie wir gerade gesehen haben, durch Kohärenz geprägt. Das ist in den allermeisten Situationen kein Problem. Tatsächlich scheint die Mathematik sogar sehr gut dazu geeignet zu sein, um physikalische Sachverhalte in der Realität zu beschreiben. Was wenig verwundert, wenn man bedenkt, dass die Mathematik buchstäblich über Jahrtausende hinweg genau dazu entwickelt wurde, um die physische Welt möglichst genau beschreiben zu können. Zu Problemen kann das aber kommen, wenn die Unterschiede zwischen diesen beiden Ansätzen nicht beachtet werden. So hat die Mathematik auch keine, oder sagen wir besser wenige, Probleme mit dem Konzept der Unendlichkeit. Formelwerte können beliebig gegen unendlich laufen oder auch gegen unendlich nahe an Null und so weiter. Dagegen gibt es viele Beispiele, die zeigen, dass die physikalische Realität nicht zur Unendlichkeit neigt. Zum Beispiel ist die Geschwindigkeit, mit der sich kausale Effekte ausbreiten, beschränkt. Wir sprechen hier ein wenig irreführend von der Lichtgeschwindigkeit. Und ebenso gibt es auch keine unendlich genaue Annäherung an einen mathematischen Wert, siehe das Beispiel mit dem Tisch.
Auch andere Ideen wie das sogenannte Multiversum oder Singularitäten sind Konzepte, die aus der Mathematik kommen, für die aber keine oder nur wenig Korrespondenz mit der Realität feststellbar ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie falsch sein müssen, aber man sollte sie ruhig erst einmal mit ein wenig Skepsis betrachten, zumindest bis man diese Phänomene auch in der Realität nachweisen konnte. Um das hier klarzustellen, dies soll keine Kritik an der Physik als wissenschaftliche Disziplin sein. Den meisten Physikerinnen und Physikern ist der Unterschied zwischen einem mathematischen Modell und dessen Anwendung auf die Realität vollkommen bewusst. Und letzten Endes kamen viele der wichtigsten Entdeckungen in dieser Wissenschaft zustande, wenn und gerade weil sich Beobachtung und mathematisches Modell nicht miteinander vereinbaren ließen. Um nur ein Beispiel dafür zu nennen, das sogenannte Michelson-Morley-Experiment hat gezeigt, dass sich Geschwindigkeiten nicht einfach unendlich aufaddieren lassen, sondern dass es eine maximale Geschwindigkeit gibt, nämlich die des Lichts, bei der, auch wieder sehr vereinfacht gesagt, Schluss ist. Aus dieser und anderen Beobachtungen wurden dann unter anderem die Relativitätstheorie entwickelt, welche unser Verständnis der Realität entscheidend weiterentwickelt hat. Zu einem Problem wird diese Mehrdeutigkeit aber, wenn Forschungsergebnisse in einem Kontext präsentiert werden, wo diese Unterscheidung zwischen mathematischer Kohärenz und Korrespondenz mit der Realität dann verloren geht. Wird etwa in einem populärwissenschaftlichen Artikel berichtet, dass ein sensationelles Papier veröffentlicht wurde, nachdem Multiversen oder rückwärts laufende Zeit möglich seien, dann dürfte den wenigsten, die dies lesen, dabei klar sein, dass dies eben nur bedeutet, dass dies mit den mathematischen Grundlagen der Physik vereinbar wäre. Oder anders gesagt, dass es mit der Mathematik kohärent ist, aber nicht unbedingt, dass dies auch empirisch verifizierbar mit der Realität korrespondiere. Fachgebiete wie die Mathematik und Logik sind natürlich die Paradebeispiele für solche Kohärenzwahrheiten. Alleine schon, weil diese so abstrakt sind, dass eine Korrespondenz mit der Realität als Wahrheitsdefinition kaum in Frage käme. Aber auch in anderen Disziplinen gibt es ähnliche Ansätze. In den Rechtswissenschaften etwa ist die Diskussion um die Frage, ob ein Gerichtsurteil oder auch ein neues Gesetz mit der Gesetzeslage kohärent ist, sicher nicht weit hergeholt. Auf die eine oder andere Weise gibt es wohl in jedem Fachbereich zumindest einige Themen oder Themenbereiche, wo es mehr um interne Kohärenz geht als um Korrespondenz mit der Realität. Um das ganz klar zu sagen, das ist auch nicht von vornherein etwas Falsches. Wie wir am Beispiel der Mathematik gesehen haben, ist es oft ein wichtiger Ansatz, um neue Erkenntnisse zu erhalten. Wann es zu einem Problem wird, kann man aber sehen, wenn wir einmal auf bestimmte Pseudowissenschaften schauen. In der Astrologie sind Erkenntnisse dann wahr, wenn sie mit dem bestehenden Glaubenssystem vereinbar sind. Über so schnöde Details wie die Frage, ob die Vorhersagen dann auch tatsächlich öfter als zufällig einmal in der Realität eintreten, möchte man sich lieber nicht allzu große Gedanken machen. Ebenso etwa in der Homöopathie, wo die Frage, ob eine Behandlungsform mit dem ideologischen Unterbau vereinbar ist, als wichtiger angesehen wird als die, als ob für diese tatsächlich irgendein positiver Effekt, der über den Placebo-Effekt hinausgeht, nachweisbar ist. Im Rahmen der Homöopathie hat man hierfür den schönen Euphemismus Binnenkonsens gefunden. Das hier zu vertiefen würde zu weit führen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ein solcher vorrangig auf Binnenkonsens basierender Wahrheitsfindungsprozess ein Hinweis auf eine Pseudowissenschaft sein kann. Man denke an Astrologie oder Homöopathie, dass es aber als alleiniges Merkmal nicht ausreicht. Die Mathematik und die Logik lassen hier grüßen. Trotzdem sollte man es immer als Warnsignal sehen, wenn in einem Fachbereich ein solcher interner Konsens, also etwas wie Astrologie funktioniert, weil die Astrologen das sagen, über einen Abgleich mit der Realität gestellt wird. In diesem Fall etwa die Frage, treten die Vorhersagen mit mehr als zufälliger Wahrscheinlichkeit ein? Nun sind Astrologen und Homöopathen ein allzu leichtes Ziel, wenn man sich selbst als vermeintlich moralisch überlegen fühlen möchte. Allerdings gibt es hierzu keinen Anlass. Solche und ähnliche Denkfehler begehen wir alle, ich schließe mich selbst hier nicht aus, und auch noch ziemlich regelmäßig. Der Hintergrund hierfür sind verschiedene psychologische Phänomene, die unter dem Begriff Bestätigungsneigung zusammengefasst werden. Man sagt auch Bestätigungsfehler oder Bestätigungsverzerrung dazu. Ich halte den Begriff Neigung aber für die bessere Beschreibung. Dahinter steckt nämlich kein Naturgesetz, dem man sich nicht entziehen kann, sondern nur, in Anführungsstrichen, eine sehr häufig zu beobachtende Fehlleistung bei der Bewertung von Informationen. Demnach neigen wir alle dazu, Informationen, welche unsere bestehenden Meinungen und Weltbilder zu bestätigen scheinen,
höher zu bewerten, also für wichtiger und bedeutsamer zu halten, als solche, welchen diesen zu widersprechen scheinen. Mit anderen Worten, wir bewerten solche Informationen, welche mit unseren jeweiligen verinnerlichten Weltbildern kohärent sind, positiver als solche, die nicht in diese hineinzupassen scheinen. Dahinter steckt eine Reihe von anderen psychologischen Effekten, wie insbesondere die Vermeidung von kognitiven Dissonanzen. Auch das ein interessantes Thema, das uns aber an dieser Stelle zu weit von dem eigentlichen Thema dieses Videos wegführen würde. Ein interessanter Aspekt davon ist die Beobachtung, dass ein wichtiger Mechanismus zum Erlernen von neuen Informationen darin zu bestehen scheint, dass diese in das bestehende Wissenssystem eingepasst werden. Dass also solche Informationen, die gut zum bestehenden Wissensschatz passen, leichter erlernt werden, als solche, die nicht hineinzupassen scheinen. Der Fachausdruck hierfür ist Lernen durch Assimilation. Das alles führt zu der nicht ganz unironischen Situation, dass die meisten Menschen wohl nach eigenem Verständnis die Korrespondenz mit der Realität als ihre Definition von Wahrheit angeben würden, während ihr Wissensschatz vor allem aus Wahrheiten besteht, die nach dem Kohärenzprinzip gesammelt wurden. Daran ist übrigens nichts auszusetzen, es kann aber auch nicht schaden, wenn man sich dieses Widerspruchs auch bewusst ist. Und schließlich sei noch erwähnt, dass wir Kohärenz auch als einen wichtigen Aspekt von verschiedenen sozialen Effekten wiederfinden. Etwa dem, dass sich in Gruppen bestimmte Meinungen und Haltungen etablieren, die ein solches kohärentes System festigen. Bei sehr starker Kohärenz spricht man manchmal von Gruppendenken, aber auch sehr viel stärkere Ausdrücke werden gebraucht. Wenn man in einer Gruppe nur noch erwünschtes Feedback zurückbekommt, spricht man zum Beispiel von Echokammern. Ich persönlich finde den englischen Ausdruck Circle Jerking manchmal für sehr angebracht. Oder, wenn wir schon bei Anglizismen sind, Mutual Admiration Society ist auch ein schöner Ausdruck für manche dieser Situationen. Ich übersetze das einmal etwas frei mit Gesellschaft für das sich gegenseitig über den grünen Klee loben. Alle diese Begriffe beschreiben Situationen, in denen sich bestimmte Haltungen oder Meinungen in Gruppen verfestigt haben, welche nicht mehr hinterfragt werden und wo vom Gruppenkonsens abweichende, wir könnten sagen nicht kohärente, Positionen auf die eine oder andere Weise sanktioniert werden. Das sind natürlich extreme Fälle, aber ein gewisses Maß an Gruppendenken ist praktisch in jeder Gruppe oder Gemeinschaft zu beobachten. Auch das ist nicht notwendigerweise etwas Falsches. Soziale Gruppen können ohne ein gewisses Maß an Kohärenz nicht funktionieren. Es kann aber zu einem Problem werden, wenn diese Positionen nicht mehr selbstkritisch hinterfragt werden. Die Astrologie und die Homöopathie lassen da grüßen. Und das ist dann auch eine schöne Überleitung zur dritten Gruppe der Wahrheitsdefinitionen. Nämlich den verschiedenen Formen von Wahrheit, welche sich aus einem wie auch immer gearteten sozialen Konsens ergeben. Wie schon erwähnt, zu den besonderen Leistungen jeder Form von Gruppe oder Gemeinschaft gehört es, bestimmte Normen festzulegen, welche innerhalb dieser Gruppe gelten. Im einfachsten Fall können das ganz einfach soziale Übereinkünfte sein, an die sich die Mitglieder der Gruppe oder Gesellschaft halten. Man spricht dann auch von sozialen Festlegungsleistungen. Zum Beispiel die Regel rechts stehen, links gehen auf der Rolltreppe. Manche solche Festlegungen werden als Gesetze kodifiziert. Etwa die Aussage, dass die Volljährigkeit mit der Vollendung des 18. Lebensjahres eintritt, ist eine solche soziale Übereinkunft. Sie ist wahr genau deshalb, weil es ein Gesetz gibt, welches dies festlegt, nämlich der Paragraph 2 im bürgerlichen Gesetzbuch. Aber eben auch, weil wir diese Gesetze als verbindliche Regeln für unser Zusammenleben akzeptieren. Und nicht zuletzt auch, weil der Staat als übergeordnete Instanz, welcher für die Einhaltung der Normen verantwortlich ist, Sanktionsmöglichkeiten hat, um die Einhaltung der Gesetze zu erzwingen. Man muss aber auch nicht weit schauen, um zu sehen, dass auch andere Festlegungen möglich sind. Bis 1974 war das Volljährigkeitsalter in der BRD noch 21 Jahre, in der DDR bis 1950. In einigen anderen Ländern, einschließlich ein paar US-Bundesstaaten, wird man auch heute noch erst mit 21 volljährig. Mit anderen Worten, typisch für diese Art von Wahrheiten ist, dass jeweils spezifische Gültigkeitsbereiche haben. Das kann sowohl zeitlich als auch räumlich sein. Zum Vergleich, die Gesetze der Mathematik gelten unabhängig von der jeweiligen Jurisdiktion. Noch ein Beispiel für eine Regel, die in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich gesetzt wurde. Bei uns gilt, wie so ziemlich überall auf dem europäischen Festland, es ist auf der rechten Straßenseite zu fahren. Auch das ist wieder deshalb wahr, weil es eine Rechtsnorm, also ein Gesetz gibt, welche das besagt. In Deutschland ist das die Straßenverkehrsordnung, § 2 Absatz 1.
Aber es ist ebenso wahr, weil es eine Regel ist, die alle anderen Verkehrsteilnehmer befolgen. Man sollte nicht vergessen, der wichtigste Grund, warum man diese Regel befolgen sollte, ist nicht, dass man sonst einen Strafzettel bekommt, das natürlich auch, sondern vor allem, dass man recht bald in einen Unfall verwickelt sein wird, wenn man die Regel ignoriert. Das heißt, alleine schon die Tatsache, dass alle oder zumindest die überwältigende Mehrheit der anderen Verkehrsteilnehmer diese Regel befolgt, macht sie verpflichtend für alle anderen. Aber wir kennen natürlich auch die Alternative dazu. Zum Beispiel in Großbritannien wird man mit diesem Schild begrüßt, wenn man in Dover von der Fähre kommt. Die Briten haben diese Frage anders gelöst als wir. Dort ist es richtig, auf der linken Straßenseite zu fahren und falsch auf der rechten. Das Schild erinnert daran, dass ab hier andere Regeln Gültigkeit haben als die man sonst gewohnt ist. Hier auch das Gegenstück dazu, so sieht es in Calais aus, wenn man von der Fähre kommt. Interessanterweise hier nur auf Englisch. Man geht wohl davon aus, dass französischsprachige Fahrer keine besonderen Hinweise brauchen. Ein weiteres Beispiel, das illustriert, wie sich soziale Wahrheiten ändern können, geht um die Frage, wer in einem Staat die Staatsgewalt innehat. Wer also, um ein etwas altmodisches Wort zu benutzen, der Souverän eines Staates ist. Bis zum frühen 20. Jahrhundert war es das allgemeine Verständnis, dass dies durch das Prinzip des Gottesgnadentums geklärt ist. Dies kann man durch die Aussage ausdrücken, der König ist der von Gott eingesetzte Souverän. Für die meisten Menschen des Mittelalters war eine solche Aussage zweifellos wahr, kaum jemand hätte sich eine andere Herrschaftsform auch nur vorstellen können. Das hat sich allerdings in den letzten 100 Jahren grundlegend geändert. Selbst in zumindest europäischen Ländern, die sich eine konstitutionelle Monarchie bewahrt haben, würde man heute eher sagen, das Volk ist der souveräne Träger der Staatsgewalt. Und für uns ist es heute selbstverständlich, dass das Volk die Regierung selbst wählt und dass diese nicht einfach durch den Monarchen ernannt wird. Das klingt alles bisher recht formalistisch, als ob sozialer Konsens nur aus Gesetzen und Regeln bestünde, die man zu befolgen hat. Aber auch ganz grundsätzliche Fragen, etwa die, wie wir die Welt, in der wir leben, wahrnehmen, hängen davon ab, welchem gesellschaftlichen Narrativ wir folgen. Auch das hier ein Stichwort für ein interessantes weiterführendes Thema. Sind Blitz und Donner Ausdruck eines zürnenden Gottes, egal ob man diesen Thor oder Zeus oder auch Jahwe nennen mag, oder handelt es sich um eine elektrostatische Entladung, wie das die moderne Wissenschaft sagt? Ich bin mir sicher, die meisten, die hier zuschauen, werden sagen, ganz klar, ein Blitz ist eine elektrische Entladung. Und ich sehe das natürlich genauso. Aber ebenso sicher bin ich mir, dass zumindest bis zur Renaissance die Erklärung als göttlicher Hammerschlag oder ähnliches sehr viel plausibler geklungen hätte. Diese Erklärung war, ein kleiner Rückblick zur Kohärenzwahrheit, einfach sehr viel kohärenter mit dem allgemeinen Weltbild der damaligen Gesellschaften. So wie wir heute die wissenschaftliche Erklärung als maßgeblich für das in unserer Gesellschaft allgemein akzeptierte Weltbild ansehen. Aber Achtung, das sollte nicht so verstanden werden, als dass diese unterschiedlichen Interpretationen irgendwie gleichwertig wären. Es hat schon einen guten Grund, warum wir heute die wissenschaftliche Erklärung bevorzugen, nämlich den, dass sie uns sehr viel mehr über die Natur der Dinge sagt, als eine Erklärung, die unbekannte Phänomene einfach auf übernatürliche Kräfte schiebt. Ebenso wie es gute Gründe dafür gibt, warum in unseren modernen Gesellschaften gewöhnlich demokratische Gesellschaftsformen bevorzugt werden. Nämlich, dass in dieser Staatsform die Bedürfnisse der meisten Menschen eher berücksichtigt werden als in einem totalitären Staat oder einer absolutistischen Monarchie. Soweit also der Überblick über die 3 verschiedenen grundsätzlichen Definitionen von Wahrheit. Hier noch einmal der Hinweis, in der Realität werden diese selten so klar voneinander getrennt vorkommen, wie das hier dargestellt wurde. In den meisten Fällen bestehen Wahrheiten aus mehreren, oft allen, diesen Formen. Zum Beispiel kann es einen Konsens unter Wissenschaftlern über ein Phänomen geben, nehmen wir etwa die Erkenntnis, dass die Erde rund ist. Aber dieser Konsens besteht natürlich, weil diese Erklärung mit dem Forschungsstand kohärent ist. Und das wiederum, weil es empirische Forschung gibt, welche gezeigt hat, dass dies auch tatsächlich mit der Realität korrespondiert. Was aber, wenn es dann doch einmal zu Konflikten kommt? Man könnte etwa auf die Idee kommen, dass es so etwas wie eine Hierarchie der Wahrheitsdefinition geben müsse. Also etwa, dass eine Korrespondenz mit der Realität höher zu bewerten wäre als eine Kohärenz mit einem Aussagensystem und dass der soziale Konsens hinter beiden zurückstehen müsse. Zumindest scheint das eine naheliegende Rangfolge zu sein.
Dafür spricht auch, dass die Korrespondenzwahrheit ja gerne als die richtige Definition angesehen wird, während es auf der anderen Seite allzu oft gleich mehrere miteinander konkurrierende Konsenswahrheiten zu geben scheint, die ja nicht alle gleichzeitig wahr sein können. Tatsächlich ist das alles nicht so einfach. Es hat ja einen Grund, warum diese Ansätze in verschiedenen Situationen Anwendung finden. Ein Korrespondenzansatz stößt, wie wir gesehen haben, schon in der Mathematik schnell an seine Grenzen. In vielen Fällen ist Kohärenz ein sehr viel sinnvollerer Ansatz. Und wie wir gerade gesehen haben, kann auch der soziale Konsens richtig, im Sinne von korrekt und wahr, sein, vor allem bei Fragen, die wir auf anderen Wegen nicht klären können. Problematisch wird es nur, wenn wir anfangen, diese unterschiedlichen Wahrheiten miteinander zu verwechseln. Wenn man etwa in einer Gruppe mit Gleichgesinnten zu einem Konsens über eine solche Wahrheit gekommen ist und man das dann nach außen als wahr im Sinne von es korrespondiert mit der Realität darzustellen versucht. Das bringt uns wieder zurück zum schon anfangs erwähnten Turm- und Wallfehler. Nach all diesen Erklärungen sollte klar sein, die verschiedenen Bedeutungen des Wahrheitsbegriffes bieten sich geradezu für Verwechslungen an. Das kann als eine Form von unfairer rhetorischer Praxis geschehen, aber ebenso gut auch durch einen einfachen Irrtum. Anders gesagt, es ist eine spezifische Form von Denkfehlern. Solche Fehler sind aber keine Naturgesetze. Man kann sie leicht vermeiden, wenn man sich bewusst macht, dass hier ein Potenzial für ein Missverständnis besteht. Und indem man hinterfragt, was denn nun tatsächlich im jeweiligen Zusammenhang gemeint ist. Das Wort leicht ist relativ in diesem Zusammenhang, denn ganz besonders sollte man solche Aussagen und Positionen hinterfragen, die mit der eigenen, schon bestehenden Meinung oder Position allzu kohärent zu sein scheinen. Denn genau bei diesen ist ansonsten das Potenzial am größten, auf die eigene Bestätigungsneigung hereinzufallen. So viel also zu diesem Thema. Und damit endet auch diese kleine Serie über Mehrdeutigkeit. Wer sich für solche Themen interessiert, dem sei hier ein Klick auf Subscribe nahegelegt. Ein paar weitere Videos rund um Denkfehler sind schon in Vorbereitung und werden hoffentlich ein wenig schneller fertig werden als dieses hier. Auch hier noch einmal der Hinweis, auf der gleichnamigen Website werden die hier besprochenen Themen und noch viele mehr auch im Detail besprochen. Parallel dazu übersetze ich viele der Artikel auch auf Englisch. Diese kann man dann auf Fallacies Online finden. Und dies ist wohl auch eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass dies hier ein Hobbyprojekt ist, ohne jede Gewinnerzielungsabsicht. Auf diesem Kanal ist die Monetarisierung abgeschaltet und auf der Website gibt es keine Werbung, keine Tracker oder ähnliches. Es gibt auch kein Patreon oder ähnliches. Wer Geld geben möchte, der möge es bitte einer gemeinnützigen Organisation spenden, die brauchen es mehr als ich. Dafür freue ich mich über jedes Like und auch über Kommentare oder E-Mails zum Thema. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.